Und nach der anstrengenden Kletterei und dem vielen Schwimmen gönnen wir uns jetzt ein Sandwich. Gönnen wir uns jetzt eine Sandhexe. Dankeschön. Oh, jetzt bin ich aber hungrig. Wir haben den Caravan auf einem Campground gelassen und sind jetzt die letzten paar Kilometer nur mit dem Auto gefahren, weil wir wollen jetzt den Tunnel Creek machen. Das ist ein Höhlensystem und schauen, was uns erwartet, oder? Okay. So, Ja, schräg oder gerade? so ein bisschen schräg kannst du machen. Tada! Destination Down Under war hier. Hallo, herzlich willkommen zum neuen Video. Und diesmal fangen wir das Video an mit einem Walk. Diesmal gehen wir in die Belle George und da kann man dann hoffentlich auch wieder schwimmen. Soll man eigentlich. Mal gucken, ob Heike mich noch überredet, dass wir auch noch nach oben gehen und den Wasserfall von oben angucken. Ne, wir sind oben, wir gehen nach unten. Okay. Also andersrum. Mal gucken, ob Heike mich noch überredet, ob wir noch mal nach unten gehen. Aber ja, jetzt laufen wir erstmal. Also so. Von den ganzen Wasserfällen, die wir bis jetzt gesehen haben, ist es zwar nicht der höchste, aber vom Aussehen her ist es der schönste. Ja, wegen der Kaskaden, oder? Der sieht irgendwie klasse aus. Und nach der anstrengenden Kletterei und dem vielen Schwimmen gönnen wir uns jetzt ein Sandwich. Gönnen wir uns jetzt eine Sandhexe. Dankeschön. Hungrig. Picknick in malerischer Landschaft. Mit einem letzten Blick auf die Belle George, die, wie wir finden, eine der besten waren, machen wir uns auf den Weg zurück zum Caravan. Zurück durch River Crossings und über Corrugated Roads.
Wir verlassen den Marchfly Campground und es ist eigentlich ein recht schöner Campground. Er hat viele Bäume, also auch ein bisschen Schatten, und er liegt zwischen zwei Hügeln. Und sein nächster Stellplatz für die Nacht liegt bloß knapp 1,5 Stunden entfernt. Und dann schauen wir mal, was wir denn da machen. Auch wenn der Weg nicht weit ist, die Kimberley erstaunt uns immer wieder mit ihren wechselnden Landschaften. Und wir sehen auch die Felsformation mit dem Namen Königin Victorias Gesicht. Wir haben den Caravan auf einem Campground gelassen und sind jetzt die letzten paar Kilometer nur mit dem Auto gefahren, weil wir wollen jetzt den Tunnel Creek machen. Das ist ein Höhlensystem und schauen, was uns erwartet, oder? Was haben wir gesagt? Mit Permanent Pools, kalt Krokodile. und ein Headbanger, Ja. also Kopf einziehen. Auf geht's. Kann ich dir die mal reichen? Bist du hier runtergekommen? Vorsichtig. Da lang geht's jetzt weiter. Okay. Da gibt's Holy shit, was? ist es kalt. Okay. Okay. Noch einmal Tageslicht. Ja. Und Okay, ich denke mal, ich packe die Kamera jetzt weg. Jetzt wird es dunkel. Nice Bild. Wir sehen das Licht am Ende des Tunnels. Und wir haben gesehen das Licht in der Mitte des Tunnels. Ja, und zwischendurch war es stockdüster. Also man muss wirklich mit Taschenlampe arbeiten, sonst fällt man auf die Schnauze. Wir haben nur das Krokodil nicht gefunden. Ja, mal gucken, wir gehen ja wieder zurück, vielleicht finden wir es ja noch. Der Tunnel Creek war wirklich fantastisch. Es war auch unser letzter Tag auf der Gibb River Road und damit auch der letzte Abend hier. Am nächsten Morgen pumpen wir die Reifen wieder auf und legen die letzten 100 Kilometer der Gibb River Road auf Tier zurück. Wir lassen unsere Erinnerungen der letzten Tage Revue passieren. Am Ende bleiben gemischte Gefühle. Wir haben es geschafft. Gibb River Road ist dann? Machen wir so nochmal? Na, machen wir nachher noch ein bisschen mehr dazu, aber ich würde sagen, es lohnt sich nicht. Und jetzt sind wir am anderen Ende davon angekommen. Und jetzt lassen wir unser Signature hier. So, Ja, schräg oder gerade? so ein bisschen schräg kannst du machen. Okay. Tada!
Destination Down Under war hier. Okay, und jetzt geht's nach Derby. Okay. Auf geht's. Wir sind jetzt in Derby und wir haben heute früh als allererstes unseren Reifen weggebracht zur Reparatur. Dann sind wir noch einkaufen gegangen, um unsere Vorräte aufzufüllen, haben dann was gegessen und dann haben wir beschlossen, dass wir diese Nacht wahrscheinlich hier in Derby bleiben. Wir werden dann also nachher dann in den Caravan-Park einchecken. Gerade war ich im Informationscenter und habe mir ein paar Broschüren geholt. Mal gucken, was es hier noch zu sehen gibt. Und eins fällt mir besonders ins Auge, das sind die Sculptures of the Marsh. Die nette Lady im Informationszentrum hat mir gesagt, dass die Sculptures sehr gut zu sehen sind beim Sonnenuntergang. Das werden wir dann wahrscheinlich machen und dann ganz ruhig den Abend ausklingen lassen, bevor wir dann morgen wieder in Richtung Broome unterwegs sind. Welcome home. Und der hat immer noch grüne Blätter. Auf alle Fälle kannst du sagen, bei dem kannst du keine Jahresringe mehr zählen. Loch rein. Den Rest des Sonnenuntergangs genießen wir dann am Wohnwagen. Peter hat die Gelegenheit genutzt hier vom Caravan-Park und hat noch schnell ein bisschen unser Auto und unseren Caravan sauber gemacht. Und ich denke, er hat einen guten Job gemacht. Du darfst jetzt Frühstück kriegen. Aber nicht. Ist halt nur nicht richtig gewaschen, ist halt nur mit Wasser ab. Aber auf jeden Fall erkennen, dass er mal weiß war und nicht orange. Stimmt. Ja, und nach dem Frühstück fahren wir dann weiter in Richtung Broome. Auch auf der To-Do-List für Derby ist unter anderem, geh zum Jetty, beobachte, wie das Wasser rausgeht und mache ein Foto unter dem Jetty. Unglücklicherweise, das Wasser ist schon weg und gibt uns aber jetzt im Grunde genommen eine Einsicht auf den alten Jetty, der früher da mal stand. Ich weiß bloß nicht, wie wir jetzt das Foto von da unten drunter kriegen. Kommen noch Autos? Das ist der Hafen. Sieht aus wie eine alte Ankerkette. Ja? Kann sein. Aber da hinten ist auch eine. Ja, gut, vielleicht haben sie damit auch mit dem Jetty damals irgendwas festgekettet. Ausgesehen hat. Oh, guck mal da, Fisch. Ja, guck mal, die ganzen hier vorne überall. Sind überall Fische. Ja, so wie es aussieht, kommt die Flut jetzt rein. Und mit denen auch die Fische. Das kleine Heftchen, was ich gestern im Informationscenter mitgenommen habe, hat so was wie eine Liste, die man abhaken kann, was man hier rund um Derby sehen kann. Und einer von den Punkten war ja der Jetty und ein anderer ist hier Frostys Pool. Und Fun Fact, das ist ein Swimmingpool, den sich ein General hier hat bauen lassen im Jahre 1944, als er mit der Armee hier im Zweiten Weltkrieg stationiert war. Relativ klein, aber sie haben geschrieben, dass der nicht größer wurde, weil man kein Material mehr hatte. Okay, wieder was gelernt. Unser letzter Stopp für Derby ist der Boa Prison Tree. Und die haben, jetzt muss ich mir überlegen, wie war das gewesen? Die weißen Siedler, die haben Aborigines gefangen genommen und haben diese dann hier zum Teil an den Baum angekettet, um die dann nachher später als Sklaven zu benutzen. Ja,
Und weil sie auf ein Schiff gewartet haben, haben sie dann halt hier um den Baum rum aneinander gefesselt. Also ein bisschen traurige Scheißgeschichte, ha? Ja. Ist genau wie mit der anderen, sollte man mal nachforschen. Der ist auch hohl drin. Werden die vielleicht irgendwann mit dem Alter, wenn die bauchiger und weiter werden, sind die denn alle hohl drin? Keine Ahnung. Dass man vielleicht auch deshalb nicht weiß, wie alt die Dinger sind? Weil der andere, den wir da gesehen haben, der war auch hohl. Ja. Wir wollen nicht bis nach Brum durchfahren. Stattdessen sind wir hier gelandet, am Fitzroy River. Hier werden wir bleiben. Seine Abgelegenheit macht es hier so friedlich, so zeitlos, so ursprünglich. Ein Platz, an dem man Unmengen an Wildlife beobachten kann. Die Reichhaltigkeit ist einfach atemberaubend. Wir gehen jetzt auf Krokodilsuche. Aber die sind alle im Wasser, wa? Nicht draußen. Was meinst du, sind das Salties oder Freshies? Dankeschön, dass du mit mir hierher gefahren bist. Okay. Das war doch schön hier, oder? Ja. Wenn die Straße nicht so scheiße wäre. Naja, musst du halt Luft rauslassen. Nee, war schön hier. Hast viel gesehen, viele Tiere gesehen. Ein paar Krokodile haben wir, zumindest die Augen gesehen. Nee, mir hat es hier gefallen. Okay, dann geht's jetzt ab in die Haie. Okay. Und gute Nacht. Auch am nächsten Tag genießen wir Natur pur. Majestätisch zieht ein Greifvogel über unsere Köpfe hinweg. Und auch ein Schwarm Papageien fliegt an uns vorbei. Später werden wir auch noch erfahren, dass Leben und Tod in der Natur oft sehr dicht beieinander liegen. Ja, gerade eben hat es einen mächtigen Knall gegeben im Karawan und als wir nachgeschaut haben, was passiert ist, haben wir festgestellt, dass eine kleine Taube voll gegen unsere Tür gekümmelt ist. Eine Taube? Das war eine Taube, ja. Ja. Eine kleine Taube. Irgendwie sowas, ja. Ja, und leider Gottes hat die den Aufprall nicht überlebt. Ja, die Tür war stärker. Ja, tut mir richtig leid irgendwie. Nein. Und Peter hat es dann hingelegt, ein Stückchen weiter. Und kurze Zeit später waren haufenweise Greifvögel rum und die haben sich sofort das tote Tier geholt. Ja. Ich habe noch überlegt, ob man es beerdigen tut, aber wie gesagt, wir sind ja eh lauter wilde Tiere, passiert immer mal wieder, dass irgendwo ein Tier stirbt. Dann haben wir ihn einfach ungefähr, keine Ahnung, 8 Meter vom Wohnwagen einfach auf den Boden gelegt und noch bevor ich wieder am Wohnwagen zurück war, waren da sofort 15 Greifvögel da und der hat da keine Minute gelegen und geht jetzt wieder zurück in die Nahrungskette. Ja. Also was man machen kann. Trotzdem tut es mir irgendwie leid. Ja, tut einem auch irgendwo leid, aber Arme Täubchen. Kannst du gerne haben. Okay. Der nächste Morgen empfängt uns mit strahlendem Sonnenschein.
Und weil der Wind sich heute gelegt hat, lässt Peter noch schnell die Drohne steigen, um zu sehen, ob er noch ein paar Krokodile finden kann. Wir verlassen jetzt den Stellplatz der letzten 2 Tage und hubbeln langsam zurück die Corrugated Road und machen uns dann auf den Weg in Richtung Broome. Und wie war jetzt unser Fazit von der Gib River Road? Also ich finde auch die Plätze, die es da gibt, sind schön. Kann man nichts gegen sagen. Also wenn man viele Gorges sehen will und da rein will, soll man machen. Dann muss man definitely die Gib River Road fahren. Gib River Road fand ich waren nur Gorges. Ein Dreiviertel davon war auf Privatgrundstück und da musste man für bezahlen. Extra bezahlen, ja. Extra bezahlen. Weil wir am Ende der Trockensaison sind. Ein Teil sind trocken. Die kannst du gar nicht, also da gibt es nicht viel zu sehen, außer Staub und Steine. Eine Gorge war im Grunde nicht mehr zu erreichen, weil sie geschlossen war von den Besitzern. Und die anderen Gorges, die frei sind, ja, die sind schön, aber total überlaufen, denn wenn du nicht gerade früh bist. Wir haben es halt gemacht, wir sind früh hingefahren, haben dann noch halbwegs die Ruhe genossen und sobald dann die Massen gekommen sind, sind wir wieder abgehauen. Jeden, der auf der Gib River Road campen will, auf eine von diesen Stations, die nehmen Preise, die sind unglaublich. Egal wo du hingehst, es sind immer Leute da, es sind stellenweise wahnsinnig viele Leute da. Die ganzen freien Campgrounds sind alle überfüllt, aber ich sag, das zeigt dir keiner. Alle verkaufen sie das Ding als super tolles Ding, aber keiner sagt dir die Wahrheit, wie es wirklich aussieht. Die andere Sache ist auch noch, wir sind ja jetzt am Ende der Trockenzeit gefahren und um ehrlich zu sein, diese River Crossing, die war eigentlich mehr eine Pfütze gewesen. Sieht natürlich alles ganz anders aus, wenn du näher zum Beginn der Trockenzeit fährst. 250 Kilometer von der Gib River Road ist ja schon geteert, das ist ja schon gar keine Dirt Road mehr. Ja. Aber es sind ja immer noch so 450 Kilometer Dirt Road sind noch übrig. Und die muss ich nicht fahren wegen einer River Crossing. Dadurch, dass wir die Gib River Road gemacht haben, haben wir natürlich einige Attraktionen, die an der Autobahn gelegen haben, nicht machen können, weil wir einfach nicht dran vorbeigekommen sind. Und den Tunnelkrieg hätten wir trotzdem machen können. Der ist genauso weit weg von der Autobahn wie von der Gib River Road. Und rein theoretisch gehört er nicht zur Gib River Road, weil er nicht an der Gib River Road liegt. Eben. Und du hättest aber auch noch andere Gorges machen können und du hättest noch andere Sachen dir angucken können. Da gibt es noch mehr als nur Gorges. Wir haben uns 14 Tage Zeit genommen. Wir haben gesagt, wir fahren 2 Wochen. In einer Woche haben wir es geschafft. In einer Woche haben wir es durchgeschafft und das haben wir auch schon, weil wir an 2 Plätzen 2 Tage geblieben sind, weil wir einfach keinen Bock hatten zu fahren. Ja. Also wenn wir durchgefahren wären, war das Ding in 3 Tagen durch. Die meisten, die fahren nur die Gib River Road, damit sie dann sagen können, wir haben die Gib River Road gefahren. Und dein Highlight von der Gib River Road? Ich habe 2. Also mein Highlight von der Gib River Road, die beste Gorge fand ich definitiv die Bell Gorge. Die hat mir am besten gefallen. Ja. War zwar schwer runterzukommen, aber das hat sich gelohnt. Und du hast den unteren Pool, du hast den oberen Pool. Und der Kracher war natürlich, was nicht direkt mit der Gib River Road zu tun hat. Was natürlich richtig schön war, war der Tunnelkrieg. Das war eine richtig gute Erfahrung. Die war schön, durch den Tunnel da durchzugehen mit dem Ding. Das war ein Highlight. Kurz und bündig für mich, die Gib River Road war zum Teil enttäuschend, weil halt die Hälfte schon nicht mehr Dirt Road war, was ich eigentlich erwartet hatte. Denn ist die sehr teuer, weil sie halt viel kommerzialisiert wurde. Für mich war eigentlich der wirklich enttäuschendste Tag der erste Tag gewesen, wo wir nur Teer gefahren sind und alles, wo wir vorbeigekommen sind, was man hätte gucken können, musstest du erstmal bezahlen und du wärst für uns beide gleich am ersten Tag mindestens $100 losgeworden. Nichtsdestotrotz, direkt die Gib River Road würde ich nicht nochmal machen wollen. Ich würde aber gerne nochmal zurück zur Kimberley, weil wir haben diesen einen Seitenarm nicht gemacht, der dann in Richtung Norden führt. Den würde ich gerne nochmal machen wollen. Aber unglücklicherweise müssen wir die Gib River Road nehmen, weil du hast keine andere Möglichkeit dazu. Nur wegen der Gib River Road würde ich nicht zurückkommen, aber für den Rest der Kimberley, ja.
Also mein persönliches Fazit ist, schlimm, dass wir es gemacht haben? Nö, war es nicht. Nee. War nett, dass wir es gemacht haben. Ja. Wir sind sie gefahren, war okay. Ich bin jetzt auch nicht sauer drüber, dass wir sie gefahren sind. Aber im Nachhinein, ich fahre sie kein zweites Mal, wenn nicht irgendjemand mit uns zusammenfährt und der die unbedingt machen möchte. Und Fazit, overhyped oder nicht? Definitiv wert, wenn man die Sache mag. Definitiv, go for it. Aber es ist trotzdem in gewissen Grenzen overhyped. Also ein bisschen mehr ehrliche Videos wären schön. Und wir wollen jetzt, wir wollen jetzt nicht im Grunde genommen alles schlecht machen, wir wollen es aber auch nicht schön reden. Das ist jetzt unsere ehrliche Meinung zu Gib River Road und ich denke mal, die Welt sollte das auch erfahren. Wir sind jetzt durch Brum durch, haben dort nur einen kleinen Zwischenstopp gemacht und haben aufgetankt. Wir waren auch im Informationscenter und haben uns Informationen über Brum und die Dampier Peninsula geben lassen. Und jetzt sind wir wieder auf einer Dirt Road zu unserem nächsten Nachtstellplatz. So, wir sind jetzt angekommen, direkt am Indischen Ozean, direkt an der Klippe, 5 oder 10 Meter. Und jetzt werden wir gleich erstmal eine kleine Wattwanderung machen. Mal gucken, wie es so aussieht, ja, weil hier ist gerade Ebbe, also Low Tide. Dann gucken wir uns mal an, was hier so im Watt rumkreucht und fleucht. Danke fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!